Entschuldigen Sie bitte die späte Störung, aber falls Graf Lahnstein noch wach ist, würde ich ihn gern sprechen. Nun, es ist wirklich nicht der geeignete Zeitpunkt für einen Besuch. Aber ich werde sehen, was sich machen lässt. Was machst du denn hier? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Wenn Ungeziefer lästig wird, ja, dann werde ich den Kammerjäger holen. Es ist ja schon fast peinlich, wie du dich hier aufführst. Nur weil du die Tochter des Grafen heiratest, hast du noch lange nichts zu sagen. Ich dagegen umso mehr. Also verschwinden Sie. Nicht bevor ich Ihren Vater gesprochen habe. Frau Kepler, wenn Sie bitte so freundlich wären, ihn zu holen. Es ist dringend. Frau Kepler, ich denke, das wird nicht nötig sein. Frau Jones ist gerade im Begriff zu gehen. Graf Lahnstein, ich muss unbedingt sofort mit Ihnen sprechen. Ich habe Frau Jones mehrfach und in aller Höflichkeit gebeten, das Haus zu verlassen. Bisher hat sie sich geweigert. Ja, das ist Hausfriedensbruch. Ich werde die Polizei rufen. Stecken Sie das Handy weg. Ich werde mit Frau Jones sprechen. Würdet ihr uns dann bitte allein lassen? Also, Frau Jones, ich höre. Ich weiß, dass über das Kongresszentrum Schwarzgeldgeschäfte abgewickelt werden. Ich kann es beweisen. Ich weiß, wann die nächste Geldlieferung eintrifft. Wir können sie gemeinsam abfangen. Graf Lahnstein, ich habe Sie das letzte Mal nicht überzeugen können, aber ich bitte Sie, vertrauen Sie mir. Nur noch dieses eine Mal. Ich wüsste nicht, Frau Jones, warum ich das tun sollte. Erklär mir das bitte. Sie hat das inszeniert. Na klar, sie will mir was in die Schuhe schieben, damit sie ihren alten Posten wiederkriegt. Die Statue wurde vom Zoll aus direkt hierher geliefert. Ich hatte gar nicht die Möglichkeit, irgendwas zu manipulieren. Würden Sie uns bitte allein lassen? Natürlich. Wir sollten das einsammeln lassen. Wie bitte? Das müssen doch Millionen sein. Dass Sylvia Jones hier in Deutschland nicht an diese Statue kommen konnte, das hat doch gar nichts zu sagen. Tatsächlich. Ja, sie hat Kontakte nach Singapur oder hier zum Zoll. Ich krieg auf jeden Fall raus, wen sie bestochen hat. Es reicht, Ansgar. Du hast genau gewusst, dass wir beim Auktionshaus sein würden und deswegen hast du die Lieferung umgeleitet. Vater, ich kann das alles erklären. Wenn du wenigstens die Größe gehabt hättest, es zuzugeben. Wann darf ich den Termin für das Hochzeitskleid machen? Der Couturier hat schon zum wiederholten Male nachgefragt. Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Aber ich gebe Ihnen rechtzeitig Bescheid. Apropos Hochzeitskleid. Was hältst du davon, wenn wir gleich zusammen in die Stadt fahren und deine Brautschuhe aussuchen? Das wird nicht gehen. Ich habe im Auktionshaus noch jede Menge zu tun. Vielleicht kann ich einen Teil davon übernehmen. Na komm, die Schuhe brauchst du auf jeden Fall. Das ist doch eine nette Idee. Schließlich geht es um den schönsten Tag in deinem Leben. Ich weiß noch genau, wie ich damals bei der Anprobe vor dem Spiegel stand. Cecile, das ist wirklich sehr nett von dir, aber Von einer Sekunde auf die andere wusste ich, so will ich den Mann heiraten, den ich liebe. Ja. Ich kann es kaum abwarten. wie gesagt, Cecile, das ist wirklich sehr nett von dir, aber ich komme schon alleine zurecht. Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss auch ein dringendes Telefonat führen. Ja. Also gut. Ich
Ich habe Schwarzgeld gewaschen. Warum? Anfangs war alles völlig legal. Als Rush mit diesem Bargelddeal ankam, da hat mir schon zu viel investiert. Ich konnte nicht mehr zurück, ohne alles zu verlieren. Er hat mich praktisch erpresst. Wir hätten einen anderen Investor finden können. Nicht in dieser kurzen Zeit. Die Baustelle hätte ruhen müssen. Du weißt selbst, was jeder Tag Baustopp kostet. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ansgar. Nicht nur, dass du mein Vertrauen missbraucht hast. Du hast auf kriminelle Art und Weise die Reputation der gesamten Familie aufs Spiel gesetzt. Vater, Ich will nichts mehr hören. Ich muss nachdenken. Die Luft ist rein. Also wirklich, das ist doch nett von Cecile gewesen. Ja, sicher. Ich weiß, du hast momentan viel zu tun und deswegen habe ich auch eine kleine Überraschung für dich. Ich habe mir schon gedacht, dass du dir die Ringe in Ruhe zu Hause aussuchen möchtest. Das ist wirklich sehr lieb von dir. Aber ich vertraue doch voll und ganz auf deinen Geschmack. Carla, vor uns musst du nicht die strahlende Braut spielen. Aber ich glaube, der Rest der Welt, der fängt langsam an, sich zu wundern. Das tut mir leid, ja. Es sind doch nur noch ein paar Tage. Wenn wir erstmal verheiratet sind, dann können wir machen, was wir wollen. Ich weiß. Dann steht keiner von uns mal unter Beobachtung. Ja, du hast ja recht. Ich gebe mir Mühe, versprochen. Ja. Und zum Dank werde ich dich mit den schönsten Ringen der Welt überraschen. So. Und jetzt bringe ich den Ausschuss zurück zum Juwelier, bevor der nervös wird. Ich meine nicht, dass man mir nicht vertrauen kann. Bis später. Bernd ist ein Schatz. Ja, sicher. Da fällt mir ein, ich brauche noch einen Trauzeugen. Du weißt genau, was ich von dieser Hochzeit halte. Leo, bitte. Carla, bist du dir sicher, dass du hier nicht den größten Fehler deines Lebens machst? Cecile. Es tut mir leid wegen vorhin. Schon vergessen. Aber es kommt einfach alles gerade auf einmal. Und jetzt muss ich auch noch die Blumen aussuchen. Hättest du vielleicht Lust, mir dabei zu helfen? Ja, ich muss jetzt los. Klar, ich helfe dir gern. Ach, da fällt mir noch etwas ein. Ich habe eine Überraschung für dich. Rate, wen ich angerufen habe. Monsignore Herbert Koch. Wer ist das denn? Das ist unser Familiengeistlicher. Er hat Carla schon getauft und auch Cecile hat mich getraut. Und er lässt es sich natürlich nicht nehmen, auch euch seinen Segen zu geben. Er kommt extra aus Rom und zwar schon morgen. Morgen? Wieso? Ja, damit ihr in aller Ruhe euer Traugespräch führen könnt. Freust du dich denn nicht, Carla? Doch, doch, sicher. Wissen Sie, ich habe es für absolut unmöglich gehalten, dass mein Sohn unsere Firma in eine derartige Situation manövrieren könnte. Der Name Lahnstein steht für Jahrhunderte integren Handels. So einen Ruf zerstört man nicht über Nacht. Das mag sein, Frau Jones. Da gibt es aber auch private Verbindungen, die leider etwas zerbrechlicher sind als unser Ruf. Ich habe den Auftrag für das Kongresszentrum unter anderem deswegen an Brandner vergeben, weil ich hoffte, die Beziehungen zwischen unseren Familien zu festigen. Und jetzt fürchten Sie, dass ich Frau Brandner von dem Schwarzgeld erzählen werde. Ich versichere Ihnen, ich werde niemandem von den Geschäftsmethoden Ihres Sohnes erzählen. Danke. Ich gehe davon aus, dass Sie bei dieser Gelegenheit meine Freistellung rückgängig machen, wobei das eine natürlich nichts mit dem anderen zu tun hat. Ich würde mich gern so schnell wie möglich mit Ihnen über Ihre zukünftige Position in der Holding unterhalten. Gut. Eine Bitte hätte ich noch. Sie sollten herausfinden, wer noch in dieses Geschäft verwickelt ist. Worauf Sie sich verlassen können. Und wie, bitteschön, soll ich das Rush erklären?
Dein Problem. Ich habe andere Sorgen. Sorgen? Mein Gott, schieb Ballenbach alles in die Schuhe. Er hat doch die Buchung abgezeichnet. Sag mal, begreifst du es nicht? Mein Vater weiß Bescheid. Wenn ich Beinbach auffliegen lasse, dann geht er bestenfalls mit mir unter. Ja, das ist doch auch ein schönes Gefühl. Ja, nur leider völlig sinnlos. Auf seinem Posten wird er mir noch gute... Hallo. Entschuldigung, dass ich hier so reinplatze. Hast du Johannes gesehen? Bedauere. Dann ist er wohl noch bei Frau Jones. Lass doch nicht stören. Jones. Nichts als Ärger mit dieser Frau. Ja, sie wird langsam lästig. Wenn du dich um die Geldlieferung gekümmert hättest, was eine verdammte Aufgabe ist, dann hätten wir diese Probleme nicht. Schlechte Partner kann ich mir eigentlich nicht leisten. Ansgar, was willst du? Mir drohen? Überleg mal, was passiert, wenn ich deinem Vater erzähle, wie lange du schon von Carlas Neigung weißt. Ach bitte. Als ob dir jemand glauben würde, bei deinem Ruf. Dann erklär ihm doch mal, warum du so versessen drauf bist, dass sie Bernd heiratet. Wir haben ja ein klassisches Patt, würde ich sagen. Wenigstens mit der Hochzeit meiner Schwester. Hab ich noch ein Ass im Ärmel. Du schaffst das schon. Du spielst deinem Vater seit Jahren eine perfekte Show vor. Aber der Monsignore, der Der gehört einem Verein an, der eine nicht gerade zeitgemäße Haltung gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe vertritt. Trotzdem. Ja, und falls es doch merkt, kannst du immer noch beichten. Super Idee. Wieso denn? Dann muss er die Klappe halten. Bernd, das ist nicht witzig. Wir müssen das Traugespräch absagen. Was natürlich völlig unverdächtig ist. Ja, vielleicht hast du recht. Also, wird schon schief gehen. Ja. Guten Morgen, Vater. Wer ist sonst noch in den Schwarzgelddeal involviert? Niemand. Was ist mit dieser Tanja von Arnstetten? Schließlich ist sie Rushs Assistentin. Sie hat keine Ahnung. Und von Ballenbach? Er leitet das Projekt. Ich kann niemandem anders die Schuld geben. Außer mir weiß niemand von der Sache. Das soll auch so bleiben. Vorerst. Ich will nicht, dass irgendjemand etwas davon erfährt, auch nicht in der Familie. Ich muss unseren Namen vor einem Skandal bewahren. Außerdem möchte ich nicht, dass Carlas Hochzeit verdorben wird. Ja, wie geht's denn nun weiter? Solange ich die Konsequenzen nicht genau abschätzen kann, wird sich in der Firma nichts ändern. Heißt das, Das heißt, du bleibst pro forma auf deinem Posten. Als mein Nachfolger kommst du allerdings nicht mehr in Frage. Wenn es soweit sein sollte, werde ich Carla bitten, diese Position zu übernehmen. Habt ihr euch denn schon einen Vermählungsspruch ausgewählt, Carla? Was? Was würden Sie uns denn empfehlen? Ich? Diese Worte müssen aus euren Herzen kommen, wenn ihr den Bund fürs Leben schließt. Carlita, mein Kleines, hast du Kummer? Nein. Ich bin nur so schrecklich aufgeregt. Ich kann es kaum noch abwarten. Ihr könnt natürlich auch statt des Vermählungsspruchs das klassische Ja-Wort wählen. Ja. Das sollten wir auch tun, oder? Was meinst du, Schatz? Ja, ganz wie du willst, Liebster. Ich meine, das Ja-Wort, das geben wir uns ja in beiden Fällen, oder? Im ersten Fall beinhaltet euer Vermählungsspruch eure Zustimmung. Beim Ja-Wort frage ich euch, ob ihr euch versprecht, euch zu lieben, zu achten und zu ehren, bis dass der Tod euch scheidet. Beute. Sie erleben das sicher öfter. Nein.
Was war los? Das war doch... Ja, Monsignore Koch. Du, ich muss Carla finden, sie ist aus dem Traugespräch weggelaufen. Sie braucht sicher nur etwas Ruhe. Ja, ja. Aber was ist, wenn sie in letzter Sekunde alles absagt? Ja, vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht. Wie bitte? Du siehst doch selber, dass ihr das alles zu viel ist. Also wenn du wirklich so ein guter Freund bist, wie du immer sagst... Ja, und ob ich das bin? Dann tu das, was für Carla am besten ist und sag die Hochzeit ab. Was? Ja.